Grüß euch, ich bin der Klaus und ich stehe heute hier in Gstaad am Nordufer vom Chiemsee, weil ich euch heute die Fraueninsel zeigen möchte, die hinter mir ganz sanft aus dem Nebenvierer steigt. Als erstes brauchen wir natürlich mal die Überfahrt zur Fraueninsel. Das machen wir mit der Chiemsee-Schifffahrt, die geht hier ab Gstaad ca. alle halbe Stunde rüber zur Fraueninsel. Also packen wir es, dann sehen wir uns in ein paar Minuten auf der Fraueninsel am Hauptsteg. So, jetzt sind wir hier auf der Fraueninsel. Die Überfahrt war wieder wunderbar. Heute sind wir ja von Gstaad gefahren, das liegt da hinter mir, führt direkt auf die Fraueninsel. Man kann aber auch über Brienstock fahren, über die Herreninsel. Da muss man das Inselticket lösen für beide Inseln. Das darf ich euch so oder so empfehlen. Es rentiert sich auf alle Fälle, beide Inseln anzuschauen. Als erstes schauen wir jetzt auf der Fraueninsel das Kloster an. Das seht ihr schon hinter mir. Und dann zeige ich euch den Rest von der Insel. Also, jetzt sind wir an unserer ersten Station und ihr seht hinter mir schon das Kloster Frauenchiemsee. Gegründet ist worden 782 von Tassilo III. Und es ist heute noch aktiv. Es sind immer noch Benediktinerinnen auf dem Kloster. Man kann tolle Kurse besuchen da. Man kann aber auch selber Seminare abhalten. Es gibt wunderbare Zimmer und es ist natürlich hier eine wunderbare Atmosphäre. Und es gibt noch eine Besonderheit. Die Äbtissinnen von Frauenchiemsee sind ganz oft mit der Krone abgebildet. Und warum das so ist, das müsst ihr halt selber herausfinden. Und jetzt stehe ich genau gegenüber vom Kloster, direkt am Ufer vom Chiemsee und möchte euch einfach mal diesen traumhaften Blick zeigen. Zu den Chiemgauer Berg. Wir haben gegenüber Hochgern, Hochfein, das Achertal, da geht es dann hinter nach Reit im Winkel und die Kampenwand. Und es ist einfach unwahrscheinlich ruhig und entspannend. Jetzt bin ich an der Südwestecke von der Fraueninsel mit einem wunderbaren Ausblick. Im Süden haben wir die Kampenwand, hinter mir ist die Krautinsel und ganz dahinter das weiße Gebäude ist das Augustiner-Korchan-Stift von der Herreninsel. Wenn man so möchte, als Pendant zum Kloster auf der Fraueninsel. Und da daneben ist die Schlosswirtschaft mit einem wunderbaren Biergarten und einem bärigen Ausblick rüber zur Fraueninsel. Nicht, dass es auf der Fraueninsel nichts zum Essen und zum Trinken gab, aber ich bin halt einmal der Wirt von der Schlosswirtschaft. Er sticht schon ins Auge, der Campanile von der Fraueninsel. Mit seinem barocken Glockenturm, den hat er im 17. Jahrhundert gekriegt und ist seitdem nicht nur das Wahrzeichen von der Fraueninsel, sondern eigentlich vom ganzen Chiemgau. Der Friedhof auf der Fraueninsel ist nicht nur ein Ort der Ruhe und Stille, er ist ein Indiz dafür, dass die Fraueninsel schon immer die Menschen fasziniert und inspiriert hat. Denn es sind eine Reihe von Künstlern da beerdigt, wie zum Beispiel der Maler Max Haushofer, der im 19. Jahrhundert die Künstlerkolonie von der Fraueninsel gegründet hat. Oder auch Schriftsteller wie Felix Dahn. Und hinter mir sieht man die Torhalle, ein Gebäude aus der Gründerzeit des Klosters im 9. Jahrhundert und wohl der älteste Hochbau Süddeutschlands. Das war jetzt das Zwölfeleiten vom Glockenturm vom Campanile auf der Fraueninsel. Wir stehen jetzt da zum Eingang vom Friedhof und dann zum Münster auf der Fraueninsel. Gehört natürlich zur Klosteranlage und da müsst ihr unbedingt reinschauen. Ich habe euch noch gar nichts über die Insel an sich erzählt. Auf der Fraueninsel leben ungefähr 300 Leute. Sie haben einen eigenen Bürgermeister und einen eigenen Gemeinderat. Der tagt da herin im Rathaus. Das Einzige, was sie nicht haben, ist ein eigenes Autokennzeichen. Das liegt vielleicht an dem, dass die Insel autofrei ist. So, jetzt sind wir am Schluss von unserem ganz kurzen Rundgang über die Insel. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Appetit gekriegt und wollt selber mal rumgehen. Einmal um die Insel herum dauert ca. eine Stunde, ganz gemütlich. Und dann habt ihr Zeit, dass ihr noch an der 1000-jährigen Tassilo-Linden vorbeischaut, vielleicht bei den Künstlern in der Galerie, beim Töpfer vorbeischaut. Und zum Essen müsst ihr euch natürlich auch ein bisschen Zeit nehmen. Einen Chiemseefisch probieren, Bacher oder am Steckerl, wie auch immer. Und wenn ihr dann über Nacht bleiben wollt, dann müsst ihr euch einen Abspann ganz genau anschauen.
Da kriegt ihr noch ein paar gute Tipps zum Dableiben. Also bis dann am Kernsee.